Und damit einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, zu diesem weiteren Stream, da der erste Stream, naja, ja, hängen geblieben ist, oder zumindest das Spiel. Jetzt werden wir uns beeilen, das Spiel zu Ende zu bringen, zumindest heute noch. Übrigens, es gibt eine neue Abstimmung über das Spiel, oder wie gesagt, nicht eine neue, aber eine Abstimmung über meinen Kanal. Wir müssen einfach nur auf Community gehen und dann auf den Tab Community und dann könnt ihr über das nächste Spiel, das darauf das kommen soll, abstimmen. Nun denn, wir müssen ein Gegenmittel gegen die Plage finden oder zusammensetzen. Ich hätte gehofft, dass sich der Lord weigern würde, dass wir ihn aus dem Weg schaffen könnten. Aber leider, naja. Zurzeit steht es auch mit dem das Spiel nach diesem Spiel Vampyr oder Vampyr, wie auch immer. Ich schätze mal 3 Stimmen, oder besagt 2 Stimmen haben sich für God of War Ragnarök entschieden, 3 Stimmen für Wolfenstein 1. Wenn ihr mitvoten wollt, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit offen, immer und immer wann zu entscheiden, wann ihr es machen wollt. Mir ist relativ wurscht, ich spiele beides gerne. Stirbt. Wir sind die wahren Herrscher. Zumindest der zweiten Herrscher. Der Ladebildschirm wird immer der Herrscher des Spiels bleiben. Ja. Ich bitte Sie. Sie haben keine Chance. Genauso wie Sie. LH. I don't give a fuck. Und dann schauen wir mal, wo sich diese gewissen... I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Ist richtig, okay, wir müssen da wirklich rein. Da werden sich sehr viele Vampire oder auch Werwölfe wieder rumtreiben, aber das ist kein Problem für uns. Wir setzen uns schon durch, auf die eine oder andere Weise. Es wird Spaß im Morgen nach Hause zu fahren. Mit all den Geräten. Kostbaren Geräten. Halleluja. Wahrscheinlich werde ich zuerst so 20 Uhr von hier aus losfahren oder so. Naja. Ich werde versuchen noch ein bisschen zu spielen vorher. Oder zumindest mir Videos für Tutorials anzuziehen. Kann sein, dass morgen kein Stream mehr gemacht wird. Weil ich sowieso mit den Einrichten der PC beschäftigt bin. Ja, schön. Und die Leichnale.
Ach, nach oben müssen wir, okay. Klappe. Einfach nur. Klappe. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Wahrscheinlich ja kein Problem. Nun wollen wir einmal. Ach ja, habe ich vergessen zu erwähnen. Das Spiel hat wirklich sehr verschiedene Enden und ich werde das Spiel auf jeden Fall normal spielen. Natürlich in Abstand, oder zumindest vielleicht mit einem halben Jahr Abstand. Und naja, das wird schon sehr geil werden. Ein Klassiker. Ein absoluter Klassiker. Da bringst du mal was zum Content bei. So wie immer, Benjamin. Übrigens, meine ersten ASMR-Streams werden halt nicht die besten sein. Ich werde wahrscheinlich sehr viele Probleme haben, weil meine Hände ziemlich schnell fertig sein werden durch das ganze Tappen und Knistern und mein Mund oder meine Zunge wird dann auch ein bisschen Muskelkater haben am Ende des Tages und werde vielleicht eine kleine Pause einlegen müssen, aber nicht viel. Meine PS4, oder besser gesagt, genau, meine neue PS4, scheiß auf PS5, hab eine neue PS4. Ne, meine PS5 ist letzten Dienstag angekommen. Oder besser, doch, letzten Dienstag. Und, wir werden sie halt morgen einrichten und dann am Ende des Tages auch gucken, ob wir dann dementsprechend einen Stream morgen schon direkt machen oder es belassen und erstmal die ganzen Spiele übertragen. Ihr habt keine Chance. Weicht von mir, ihr niederen Wesen. Weicht in den Tod, wo ihr hingehört. Ich glaube, das ist mit. Ich weiß gar nicht, ob es auch eins ohne gibt, aber ich glaube, es war mit. Ich war der Meinung, es war mit. Und selbst wenn nicht, mir egal. Ich hoffe, die meisten Spiele ja auch so ist. Ohne. Klar, es wäre um die Spiele schade, die ich halt auch über DVD habe, aber die kann ich im 0,6 auch selbst wieder kaufen oder nachbesorgen. Abgesehen davon, dass meine PS4 nicht weggehen werde. Drink die Wiese und du stirbst. Keine Gnade. Keine Zurückhaltung. Nur der Genuss des Blutes. Du wagst es, gegen einen König der Nacht zu kämpfen und ihn sogar zu verletzen oder sterben. Einen grausamen, explosiven Tod. Yummy. Oh, blood.
Der dramatische. Ja, ich bin ein kleiner Poet ab und zu, ob positiv oder negativ. Ich liebe es, es meistens ins Dramatische auszulegen und dadurch meine psychopathische Seite meistens hervorzulegen. Weichet vor dem Nachtmahr, die Welt grausam dahinscheiden. Good evening, Vampire Hunter. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? I have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after Als ein the murder of my Vampir parents. und Vampirjäger ist er jetzt übelst mächtig. Were Er both kann your jetzt, parents killed by er kann jetzt mit seinen Vampirkräften jeden einzelnen anderen Vampir jagen und jeden einzelnen Vampir töten und alle töten, außer uns, weil wir ihr sein Meister sind. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Wir werden auf jeden Fall gute Freunde werden. Oder er wird mein Untertan und ich werde über London herrschen. Um meine Macht irgendwann nach Europa auszudehnen und den Ruf Draculas recht zu werden. Weil ich glaube, theoretisch ist Dracula oder Judas theoretisch unser Erschaffer. Weil Judas laut alten Schriften, die sehr nah an die Bibel, das Alte Testament angelehnt ist, soll Judas der allererste Vampir gewesen sein. You're a vicious beast, Reed. Perhaps the city needs you at this time, but I shall not forget what you did. Und es gibt halt sehr verschiedene Enden, weil Do not stretch your luck, Reed. es ist halt so witzig, weil wir haben jeden umgebracht, aber man kann sich auch dagegen entscheiden und gar keinen umbringen. Und deswegen gibt es ganz andere Konversationen. Oftmals. 1939 und 45, das ist eine gewaltige Lücke. Da waren alle in Urlaub. Zu Ihrer Linken sehen Sie Münchens erstes Rathaus, errichtet im Jahre... Moment, wovon reden Sie bitte? Deutschland hat Polen überfallen im Jahr 1900. Wir waren eingeladen, Punsch wurde serviert. Fragen Sie die Polen. Man kann diese Jahre doch nicht einfach ignorieren. Thomas Mann ist nach Amerika geflohen wegen des Terrors in Deutschland. Nein, er wollte Manager bei Dairy Queen werden. Dairy Queen, das ist absolut... Ich will keine Anspielungen mehr hören auf das deutsche Volk. Es ist nichts Schlimmes passiert. Bleiben Sie brav dort sitzen und verhalten Sie sich ruhig und beleidigen Sie Deutschland nicht weiter. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, Benjamin, der Humor ist schon wirklich sehr grenzwertig. Nichts unbedingt, was in den Stream reingehört. Klar, mein Humor, das ist genau mein Humor, aber also vielleicht eine Art des Humors, vielleicht nicht so ganz ausdruck.
Nein, ist es nicht. Ja, sagen wir so, mein Humor hat sich auch sehr krass verändert. Ich habe eigentlich genau den gleichen Humor. Ich finde das sehr witzig, aber sehr viele könnten es anstößig finden und nicht humorvoll ansehen, obwohl ich finde es witzig. Mich. Ich will dein Blut trinken und von dir Nahrung ziehen. Wirklich. Du hast gar keine Chance gegen mich. Das ist genau auf der anderen Seite, wo wir hin wollten. Naja, was soll's. Ah, nach da oben. Sehr schön. Gegenmittel hergestellt. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Na dann werden wir erst einmal du musst verstehen, ich versuche eher an andere Leute zu denken. Ich finde den Humor klasse und ich hätte auch gerne ausgebaut auf diesen Kanal, aber selber sind sehr empfindlich auf so einen Humor und was sehr bedauerlich ist. Die nächste Nacht. Ja, das ist das Problem, aber diese Leute können auch leider sehr, sehr meinen Kanal schaden. Sehr schaden sogar. Sie können halt meinen Kanal reporten und die meisten Leute auf YouTube gucken sich wirklich rein in die Reports. Sie sehen, okay, der soll diskriminierend sein oder rassistisch, okay, cool, gut, hier, bitteschön. Bann. Kanal wird gesperrt. Einfach so. Hat schon des Öfteren, dass irgendwelche Kanäle einfach gesperrt wurden, weil ich wirklich nachgeprüft wurde und das hat dann wirklich so lange gedauert, bis dann sich jemand dran gesetzt hat und gesagt, okay, kaum war nicht schlimm. Und naja. Und ich bin auch nicht so vorsichtig, muss man dazu sagen. Naja. Das kann man, ja, das stimmt, man kann es wirklich rechtfertigen beim Support. Sie ist nicht vermisst, sie ist immer noch da, ich verstehe sie nicht. Frau Leiter ist da auf so einem Stab, letzte Nacht gegen 4 Uhr sind Zimmermittel anwesend, heute Morgen, bla bla, Blutlache, Vorfall, bla bla. Der Täter wurde noch nicht identifiziert. Okay. Also er hat ein gutes Bild, er hat ein Märtyrerbild für sich hinterlassen, immerhin.
Er ist als Märtyrer gestorben. Das ist entspannt, meine Herren. Er schmeißt die Granate. Denk so, nope, nein, danke. Easy does it. So, jetzt ist mein Handy wieder fast leer. Jetzt müssen wir anstelle des Controllers mein Handy aufladen. Es ist ein Träumchen. So. Gut, es wird aufgeladen. Und jetzt müssen wir schnell zum Abschluss der Story kommen, damit wir nicht zu lange hier sind und nicht morgen komplett übermüdet zur Arbeit oder zur Schule gehen. Ja, lade noch ruhig. Das Problem ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn mein Kanal jetzt gesperrt wegen irgendwelchen Scheiß, dann dauert es echt lange beim Support. Vor allem bei Kleinkanal. Bei Großkanal denke ich, weiß was, ja klar, hier bin ich. Bei Kleinkanälen aber kann das echt länger ziehen. Und das kann ich echt nicht gebrauchen. Ey, ich habe den nächsten 2 Wochen frei. Und die werde ich auch zu Genüge nutzen. Wir werden also die 2 Wochen voller Streams, voller langen Zeit, voller guten WLAN sehr viel und sehr lange verbringen. Sie lebt noch. Sie ist nicht vermisst. Was für ein Bullshit. Och nö, bitte sag jetzt nicht, dass es wieder aufgegangen hat. Oh, Gott sei Dank. Gut, wir müssen jetzt da links. Ich habe keinen großen Bock, ein Fight zu haben mit irgendwelchen Vampiren. Denken sie wären das, oder Skulls denken die wären was Besseres. Was wir jetzt brauchen, ist ein kühlen Kopf und ein schnelles Ende. Der Serie aber des Spiels. Also sprinten wir ein bisschen hier durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ladebildschirm über Ladebildschirm, immerhin das und das WLAN fällt nicht aus. Das wäre jetzt echt das wäre eine traurige Angelegenheit. Warten Sie, warte mal. Gut. Shotgun-Munition kann sich gerne schaden, wenn ich sie auffülle.
Bitte. Und dann ab in die Kanalisation. Und auf in die Unterwelt zu den Skulls. Ich werde auch das Weinen schnell müde, deshalb sollten wir auch nicht wirklich viel Zeit verstreichen lassen, sondern so schnell wie möglich das Ende des Spiels anstreben. Um es mal leichtfüßig und smooth auszudrücken. Komm schon, lad zu Ende und lad schneller. Ich habe noch einen ganzen Weg vor mir. Und zumindest kam es mir so vor. Ich kann auch seine Zeit relativ schnell dahin kommen. Das wäre natürlich ein Vorteil für uns alle. Heißt früh ins Bett gehen, oder zumindest zu einer besseren Zeit ins Bett gehen. Wait. Hä? Was hier ist, muss es irgendwie da unten sein. Da? Ach bitte, komm. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich bin fast sicher, dass es jetzt hier richtig ist. Ja, okay, wir haben's. Wir This haben's. place has been ransacked. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Natürlich. Finde Harriet. I can't believe I'm doing this. Natürlich. So wie schlicht und ergreifend immer kannst du es nicht begreifen. Keiner hier. Okay. Außer diesem riesigen Blutlachen ist hier aber wirklich so gut wie gar nichts. Und kein Herz pochen, kein gar nichts. Außer vielleicht diesen Blutflecken. Oha. Wir treffen anscheinend unseren Erschaffer jetzt. Zumindest kommt mir so vor, wo wir jetzt hier gerade sind. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles.
Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices Gute Nacht dir. Gute Nacht. Dann kannst du das Ende ja am Ende des Tages theoretisch selber weitergucken. Das ist so ab Minute 30 hast du aufgehört zu gucken. Also kannst du morgen trotzdem ab Minute 30 weiter gucken. The blood of hate, vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. So eine Königin also. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. As the Morrigan? She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. Interessant. Das The ist true nature geil. of the Red Ich Queen feier's. is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this. She is a vengeful mother. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child.
I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge. My champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Fortschritt erfordert Opfer. Sagen wir so, französische Revolution war ziemlich bescheuert. Es gab so viele Opfer. Genauso wie der Zweite Weltkrieg auch ein Fortschritt war, obwohl es ein Scheißfortschritt war. Mit unnötigen Toten, zu vielen Toten, fucking psychopathischen, schlechten Toten. Und es hat dennoch, auch wenn es den Abgrund gerissen hat, dennoch hat es der Welt viel gebracht. Ob wir es sehen wollen oder nicht, ist es dennoch eine Sache, die eigentlich nie hätte passieren dürfen. Wie gesagt, Fortschritt erfordert Opfer, aber nicht 6 Millionen. Das ist deutlich zu groß. Die Revolution war auch nicht so blutig, also sie war blutig, aber nicht so krass. So. Erstmal schauen wir, was wir hier haben. Gut, das ist ein Tor. Ein Bossfight. Ja. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars! All of you! My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Okay, und was jetzt? Took my daughter from me. War das so einfach? Oh, fuck off. Natürlich war es nicht so einfach. Is it rough? I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Das ist dann noch ein schwieriger Anfall.
habe keinen Blut mehr. Wie soll ich das gewinnen? Wie soll ich das gewinnen? Ich habe gar keine Chance zu gewinnen. Ich habe gar keine Chance zu gewinnen. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Bruh. Ich hab wirklich gar nichts. Tatsache. Ah, okay. Toll. Der Fall könnte ein bisschen schwieriger sein. Fast schon unmöglich. Die Mensch. Verdammt nochmal. Das ist verdammt nochmal schwierig. Es ist ein guter Bossfight, keine Frage. Dennoch nicht so geschätzt. Ich hätte mir vielleicht mehr Sachen übrig gelassen hätte müssen können. Feed your mother, child. Natürlich. Das kriege ich nicht hin. Keine Frage nicht hinkriegen. Ja, ich bin so gut wie tot. Ich habe keine Chance. Deswegen sind die verdammt gut. Ich merke das schon. Ja. Tja. Und ich Idiot habe Sachen verkauft. Idiotisch, ich weiß. Idiotisch. Ziemlich idiotisch, ich weiß. Na eben. Okay, das ist vielleicht die Lösung. Das ist vielleicht die Lösung. Ich habe vielleicht die Lösung zu meinem Problem gefunden. Ich habe die Lösung gefunden, glaube ich. Ihr Blut soll meine Heilung sein.
Nicht gut. Dass ich vorher dran gedacht habe. Das ist so einfach. Und so genial. Das ist stark. For this is my body. Ich glaube nicht, dass man das einfach schafft, ohne Probleme. Das ist kein Problem, das ist immer ganz viel Damage. Give me more. They are so young, so tasty. Upsala. Die Lösung ist so einfach und doch so nicht so schwer zu merken. Nicht gut. Nicht gut. Feed me. Give me their lives. Lieber vorsorglich sorgen und nicht. Wir haben das so gut geschafft. Sie gehört uns allein. Nicht gut? Obwohl. Gut, das ist nicht so viel. Aber das Special Taktik von mehr. Tot. Wir haben es geschafft. Übernatürliches Desaster. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Das ist ziemlich gut nachgemacht. Also diese Art, wie sie reden, so. Weil Götter langweilt allgemein. Deswegen versuchen sie es zu verändern. Allgemein alles. Und auch sich einen Spaß ausziehen mit den Menschen. Deswegen finde ich es ziemlich realistisch. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suascal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suascals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over. I have avenged my poor Mary. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize.
Es gibt so viele verschiedene Enden, fällt mir gerade auf. So viele verschiedene, weil mein allerersten Game habe ich Marriott, oder wie auch immer das hieß, habe ich einfach gleich umgebracht, ausgesaugt. Deshalb gäbe es bestimmt da ein anderes Ende. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife? Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Go King? Nein, würden die meisten sagen, ich würde sagen, also go. Geh, Alpha. Geh den Weg des Herrschers. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient, malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Die Tochter von Dracula, die Frau von Dracula, wer weiß es schon. Ah, das Gemälde. Quasi nur ein Relief. Wie ist sie überhaupt ohne Wagen dahin gekommen, ist die Frage. Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Ich finde heraus, warum dieses Blut Desaster erzeugt hatte. Oh, nicht er schon wieder. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother. My dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child.
What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Morrigan World ist eine Figur der mittleren walisischen Legenden in mittlerer Poesie, Hauptgarde, Speichergedichte. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. Nun denn. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sea. What will become of the vampire hunters? In their leader, you now have a spy behind enemy lines. By guiding your progeny, you may yet protect your immortal friends for some time to come. If you dare. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. Edgar? Are you serious? In a manner, you opened the way for him by slaying Usher Talltree. Clever if you had planned it. But a mistake most sinister if you did not. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons, and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Warte, es ist noch so viel zu reden. Es nervt mich. So viele Informationen, das ist fast schon zu viel. Only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here?
Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you should meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Der Mann ist ehrenvoll. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. It's locked. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Unsere Tag. Schlecht. Das sieht schon mal der richtige Weg aus. Ne, warum bin ich im Kreis laufen? Anscheinend schon, ja. I cannot enter. The lady of the manor isn't expecting visitors. Dauerlich. Dabei dachte ich, dass wir uns näher stellten, dass sie sowas erwarten würde.
Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. I cannot enter. Like most castles, this one has a crypt. Elizabeth, my love. You allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Das war eine schöne Stimme, Synchronisation. Das war wirklich sehr mit viel Gefühl gemacht. Das war gefällt mir. That sweet fragrance. Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Das Gefühl ist, irgendwas ein schlimmes Ereignis hat sich ereignet. Ihr Mann, schätze ich mal, ne? Ihr Mann ist verstorben. Ist das fucking riesig hier drin? Die Ahnengalerie? Interessant. This painting is suspicious. Ja, hat was von der Göttin da. Von The Morgan. Ich bin verwirrt. Wo könnte sie denn stecken? I have this thirst for blood. Ja, no shit, Sherlock. Also so ein Riesenkamin, okay, klar. Warum auch nicht? So, ja klar, hier sind wir runtergefallen. Passt so. Hier unten gab es wirklich gar nichts. Finde den Geheimgang. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ungebranntes Gebiet, ja super. Toll, ganz toll. Hilft jetzt auch weiter. Geheimgang. Ach, wo soll ich jetzt draufklicken denn? Wo überall? Also wenn es einen Geheimgang gibt, dann ist er verdammt gut verstanden. Also offensichtlich. Ich meine... Was denn für ein fucking Geheimgang, ey? Oder wo denn? Ich würde sagen, er ist ja irgendwo unten, aber... Meine Fresse, ey. Mehr kann man da nichts machen. Was gibt es denn hier zu machen? Ich habe keine Ahnung.
nur jetzt so vorstellen, dass das hier irgendwas ist. Das ist ein Fenster. Okay. Cool, cool, cool. Weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt ins Bett und ich will halt das nicht weiter aufschieben. A sword and a moon are the symbols I should look for. Okay. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. One last switch, and... Platz bei hinten, okay. Voila. Verzeihung, dass ich so nachgucken musste, aber ich will halt jetzt wirklich nicht. Ich muss um 5 Uhr wieder aufstehen, okay? Ich muss morgen früh hoch. Und ich kann es mir jetzt nicht erlauben, dass ich zu spät ins Bett gehe wie gestern. Oder gesagt, dass ich gestern nicht einschlafen konnte und dadurch bis nur 3 Stunden schlafen hatte. Cool. Wer hat die ganzen Folgen gemacht? Das ist doch ein ewiger Zeitaufwand. Drop your sword, Father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No. Never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And
You called him father. For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. But you had your whole life there. Not anymore. Especially after my dear Charlotte was murdered. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes. To end it, once and for all. Will you go? No, but you have not. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. No. London is doomed. The East End, Whitechapel, the West End. So many districts gone. And soon the whole country will follow. This city has been rotten to the core for so long. If it wasn't this plague, it would have been wiped out by another catastrophe. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you Marshal here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Ehrenhaft. Für einen Vampir von Menschen erfunden und wahrscheinlich auch von Menschen The blood of hate has run for too long. Ausgelöscht. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Ich würde so gerne so viel über Vampir raus und generell die Möglichkeit da auch so werden. Ich glaube, ich wäre ein ziemlicher Abfuck für die Welt als Vampir, aber dennoch ziemlich gefährlich und nicht zu unterschätzen. Abgesehen davon glaube ich sowieso nicht, dass es existiert. Und wenn es extrem wäre, dann sind wir alle doomed. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty echo who has not fed in centuries. An elder vampire driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes.
Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could... It's... William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scales, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse, forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. Liebe stark. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Na, Verzeihung. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one. Und mehr als einmal gekratzt. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours.
In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Can we speak about Oh, so viel, Alter. So viel Text. Oder Unterhaltungsstoff. You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the red song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Da sollten wir beim nächsten Mal hingehen, Leute. Ich meine, Real Life. God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Murden, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. Alter, How was she? ich kann nicht mehr I don't schlafen. wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again. Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees,
begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here, then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Damn. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in So my veins. dramatisch. I won't allow this to happen. I am Diese death, Dramatik, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. Whatever. Who cares? We are vampires. We are death. No, Jonathan. I won't bring another disaster into this world. I can't lose you, Elizabeth. Even if it means putting the whole world at risk. Das gefällt mir. Where is the Jonathan I once saved from a scowl in this abandoned factory? I'm not that frightened man anymore. I've learned. Oh ja, es gibt so viel. So much. Ja, es gibt verschiedene. Hat sich echt verändert. I see. So there is nothing worth living for in this world anymore. Farewell, my love. Farewell. Damn. Hat's akzeptiert immerhin.
Und er wird der wahre Herrscher von London. Sehr geil. Hoffe ich zumindest. Lieblingskampagnenspiel Nummer 1 für mich geworden. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, the price paid most dear. But what do you care? Okay. You are the one who keeps killing. You've chosen your path, my fallen champion, like others before you. Prey to lust and desire, slave to the everlasting thirst. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas, she rises, woken by the hunger never fed. Es gibt so verdammt viele Enden. Auf den Geschmack. Auf den Geschmack des Blutes. So, Vampyr oder Vampyr. Interessant. Das wäre das Spiel von, naja, Vampyr gewesen. Also ich gebe eine Belohnung, wenn ich das und das gemacht habe, ohne einen Bürger zu... Naja. Okay. Gut, Leute. Das wäre es für diesmal erstmal gewesen. Es gibt bestimmt eine Zeit, wenn ich das Spiel wieder spielen werde. Aber die Zeit geht noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Aber was ist schon Zukunft, Vergangenheit und Präsenz? Die Präsenz ist schon Vergangenheit, eben egal, ob wir jetzt davon sprechen oder nur darüber nachdenken. Die Vergangenheit wird ruhen und die Zukunft wird voranschreiten. Und wer ihr nicht folgt, wird vergessen und im Strom der Zeit vergessen und überrollt werden. Naja. Abgesehen davon wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Lasst euch nicht von der Zeit überholen und haltet Schritt mit ihr. Eine gute Nacht euch und bis zum nächsten Mal.